Gut, also ich würde sagen, wir starten. Ich möchte Sie heute herzlich begrüßen zu unserem Webinar Teil 2 der Serie Leitfaden zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten und Beantwortung des BAFA-Fragenkatalogs mit dem Themenschwerpunkt heute Verletzungen und Abhilfemaßnahmen. Teil 1 hat vor 2 Monaten, Ende April, stattgefunden mit dem Schwerpunkt Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen. Und vielleicht ein paar kurz organisatorische Anmerkungen zu Beginn. Das Webinar wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird Ihnen auch im Nachgang zur Verfügung gestellt, sowie auch alle registrierten Teilnehmer die Unterlagen, das heißt auch die im Webinar gezeigten Folien im Nachgang per E-Mail erhalten. Sie haben im Q&A-Bereich hier im Webinar die Möglichkeit, auch schon bereits während des Webinars Fragen zu stellen. Ich werde immer einen Blick, ein Auge auf die Fragen haben und jene, die ich sozusagen auch gleich direkt im Redefluss beantworten kann, werde ich auch gleich beantworten und sonst eben dann zum Schluss entsprechend noch ein Block für eine abgegrenzte Frage-Antwort-Runde. Und ja, auch heute wieder, wir haben ein sehr dichtes, umfangreiches Programm vorbereitet. Wir möchten uns im ersten Teil der Agenda mit den Anforderungen des BAFA an das Thema Verletzungen und Abhilfemaßnahmen beschäftigen. Wie gliedert sich das auch in den Ablauf eines LKSG-Projekts ein und was gibt es hier für Fallbeispiele und auch Definitionen, die man kennen sollte? Und gehen dann im zweiten Punkt in die konkrete softwaregestützte Umsetzung mit Prewave und wie diese dann in den BAFA-Fragenkatalog übernommen werden. Das heißt, nochmal kurz der Hinweis, heute eben Kapitel C, Feststellungen von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen, das Webinar Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen, Teil 1, ist auch auf YouTube zum Nachsehen mittlerweile. Aber nun eben das Thema Verletzungen und Abhilfemaßnahmen. Und ich beginne wieder mit der Illustration, die ich auch im letzten Webinar schon gezeigt habe, um eben nochmal diese Begriffe zu schärfen und zu definieren und einmal losgelöst von der Lieferkette zu definieren. Ja? Also Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen und Verletzungen und Abhilfemaßnahmen. Das Risiko ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein unerwünschtes Ereignis eintritt, aber es ist noch nicht passiert. Es ist rein die Wahrscheinlichkeit, also zum Beispiel die Überflutungszonen in den Niederlanden. Und die Präventionsmaßnahme ist eben dann eine Maßnahme, die die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass eben dieses unerwünschte Ereignis, wie zum Beispiel eine Überflutung, eintritt. Und das wäre zum Beispiel der Bau eines Deiches oder Dammes. Die Verletzung, wenn wir jetzt auf die rechte Seite gehen, ist eben eine Situation, wo das unerwünschte Ereignis schon eingetreten ist. Das heißt, die Überflutung ist hier und ich muss unmittelbar in die Abhilfe gehen, um diesen bereits eingetretenen Vorfall zu mitigieren und die Konsequenzen zu minimieren. Und heute sind wir eben auf der rechten Seite. Ich möchte aber auch noch mal kurz den Bogen spannen und noch mal auf beiden Seiten erklären, was ist das im Prewave-System und wie sozusagen beantwortet das Prewave-System und unsere Systematik eben diese Fragen: Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen, Verletzung, Abhilfemaßnahmen. Und da beginne ich kurz nochmal links und bewege mich dann eben in den rechten Bereich. Also links ist das Risiko, ist der sogenannte 63-Grad-Score. Der soll eben durch die Kombination unterschiedlicher Datenquellen entsprechend die Wahrscheinlichkeit eines unerwünschten Ereignisses approximieren oder modellieren. Die Priorisierung erfolgt dann im Rahmen der Risikoanalyse in der Risikomatrix durch die Gegenüberstellung des Risikos mit dem Impact. Der Impact dann Einflussvermögen, Verursachungsbeitrag. Und daraus leiten sich empfohlene Präventionsmaßnahmen ab,
Das heißt, für jene Lieferanten, die eben in dieser Matrix sich rechts oben befinden, das heißt, wo eben sowohl Risiko als auch Impact vorhanden ist, dort schlägt das System auch entsprechende Präventionsmaßnahmen vor. Man kann eben diese, und ich bin jetzt weiterhin im Bereich Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen, das ist also der klassische Risikomanagement-Kreislauf. Ja, und das ist auch, wir sagen auch, wir wollen mit Preview eine End-to-End-Umsetzung ermöglichen, also eine ganzheitliche Umsetzung eben von Beginn bis zum Ende dieses Kreislaufs. Und man kann eben auch die Anforderungen des BAFAs, des Lieferkettengesetzes, aber auch des Fragenkatalogs eben ganz exakt auch auf diese Stufen des Kreislaufs mappen. Und wenn man hier mal in der ersten Stufe bleibt, nämlich die Identifizierung, und wir sind weiterhin im Bereich Risiko und Prävention, dann ist es eben im Fragenkatalog die Frage, welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse konkret ermittelt. Hier ist eben der 63-Grad-Score der Indikation, wo habe ich ein gewisses Risiko festgestellt. Die nächste Frage ist, welche Risiken wurden priorisiert? Das ist dann eben die Gegenüberstellung des Risikos mit dem Impact unter Berücksichtigung der Angemessenheitskriterien, Einflussvermögen, Verursachungsbeitrag auf der Impact-Achse. Die nächste Frage ist dann, welche Maßnahmen wurden eben zur Minimierung dieser priorisierten Risiken umgesetzt. Also eben, man sieht auch hier, das BAFA fokussiert dann eben schon, die Maßnahmen sind nur für die priorisierten Risiken umzusetzen. Hier ist es die Maßnahmenplanung, die Maßnahmenvorschläge und ein kurzer Exkurs, auch eine neue Funktionalität, die wir im Rahmen des Prewave Customer Days, der so Mitte Mai stattgefunden hat, vorgestellt haben, nämlich die sogenannte Action-Plattform, wo wir also auch künftig unseren Kunden ermöglichen, effektive, wirksame Maßnahmen mit Partnern in verschiedenen Bereichen wie Audits, Trainings, Desk-Audits, Supplier-Engagement umzusetzen. Wir haben uns hier Experten wie den TÜV Süd, wie Löning, Ulula, Quizzer für die verschiedenen Bereiche geholt, die eben dann über die Prewave Action Plattform diese Maßnahmen auch anbieten. Und so können eben unsere mittlerweile 100 Kunden, wo viele auch gemeinsame Lieferanten haben, diese Maßnahmen umsetzen. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen, das ist nicht der Inhalt des heutigen Webinars, sondern das ist der Inhalt des Webinars nächste Woche, wo wir Sebastian Rünz und ich am nächsten Freitag um 10 Uhr diese Action-Plattform vorstellen. Sebastian Rünz auch mit Taylor Wessing einer der Action-Partner, die auch Consulting-Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel die Endkontrolle des BAFA-Fragen-Katalogs oder des BAFA-Berichts. Daher kurzer Hinweis auf das Webinar nächste Woche. Aber zurück zum heutigen Thema. Maßnahmen gegenüber den priorisierten Risiken umsetzen und dann die Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen. Das heißt, die Maßnahmen, die ich umgesetzt habe, haben die tatsächlich zu einer Minimierung der Risiken geführt. Und da kommt auch seitens Prewave noch im Laufe des zweiten Halbjahres eine Funktion, nämlich ein Dashboard, das wir Impact Dashboard nennen, wo eben genau diese Wirksamkeitsanalyse auch dargestellt wird, nämlich der Vergleich. Und Wirksamkeitsanalyse ist etwas längerfristiges, ja, das ist typischerweise ein Jahresvergleich, aber wo dann im Jahresvergleich auch die Möglichkeit besteht zu sehen, konnte ich meine Vorfälle, meine Verletzungen reduzieren, konnte ich meine Risikolieferanten reduzieren und mit welchem Aufwand, mit welchen Maßnahmen habe ich das getan. Also die Nachverfolgung sozusagen der Maßnahmen und der Handlungen, die man auch im Kontext des Risikomanagements setzt. Also das sozusagen das Thema Risikoanalyse Prävention im Kreislauf. Und jetzt eben der Schwenk aufs heutige Thema, nämlich Verletzung und Abhilfemaßnahmen. Und wo kommt nun, also im Arbeiten mit dem Prewave-System oder auch insgesamt eine Verletzung zustande und vor allem, wie erlangt man eine Information über diese Verletzungen? Das sind im Wesentlichen 3 Kanäle, 3 Quellen, wie man Kenntnis über eine Verletzung erlangen kann. Das ist einmal durch die Medien.
nicht nur über Prewave, also auch natürlich Unternehmen, die Prewave nicht nutzen, erlangen über Medienkenntnis, über verschiedenste Vorfälle und Themen bei ihren Lieferanten, die potenziell auch Relevanz für das Lieferkettengesetz haben. Die zweite Quelle ist der Beschwerdemechanismus. Beschwerden, die über den offiziellen Beschwerdemechanismus gemeldet werden, können tatsächliche Verletzungen darstellen, müssen es aber auch nicht. Ja, das ist dann eben die Fallprüfung, zu der komme ich gleich. Oder die dritte Gruppe, sonstige Findings. Das heißt also aus zum Beispiel Lieferantenaudits, Lieferantenbesuchen, Whistleblower, die intern im Unternehmen Missstände bei Lieferanten liefern. Also sonstige Kenntnisse, die man eben dann auch typischerweise aus nicht öffentlichen Quellen über Verletzungen und Verstöße beim Lieferanten erlangt. Und diese entsprechenden erkannten oder möglichen Verletzungen werden dann im Prewave-System mit dem sogenannten Incident Review bearbeitet, werden dort auch entsprechend priorisiert. Dazu komme ich dann gleich im zweiten Teil, wie das jetzt auch genau im System dann funktioniert. Und auf dieser Basis werden dann eben Abhilfemaßnahmen priorisiert und vorgeschlagen oder eben nicht, wenn man auch in der Fallprüfung, also im Incident Review, zum Schluss kommt, dass es eben hier kein schwerer Fall ist oder ein Fall, auf den man auch unter Berücksichtigung der anderen Angemessenheitskriterien keinerlei Einfluss oder keinerlei Verursachung hat, kann man auch zum Schluss kommen, eben keine Abhilfemaßnahme einzuleiten. Wenn es aber gegeben ist, also wenn Schwere gegeben ist, wenn Einfluss gegeben ist, dann ist es zu priorisieren und dann geht es in Richtung Abhilfemaßnahme, die dann eben auch im Prewave-System wieder entsprechend getrackt und künftig über die Action-Plattform auch umgesetzt werden kann. Ich werfe kurz einen Blick in die Frageliste, weil da sind schon erste gekommen. Welche Vorfälle, Warnungen sind Verstöße im Sinne des LKSG und wie können sie systematisch behandelt werden? Genau dazu komme ich dann noch im Laufe des weiteren Webinars. Wie können die Anforderungen des BAFA-Fragebogens bezüglich Verstöße und Abhilfemaßnahmen erfüllen? Ja, also Sie sind genau richtig, Sie müssen sich nur kurz gedulden. Genau dazu komme ich im weiteren Verlauf in den nächsten vielleicht 20 bis 30 Minuten. Beschwerdemechanismen sind firmeninterne Prozesse. Wie bekomme ich als Außenstehender Kenntnis davon? Ja, korrekt. Also das ist, in diesem Fall ist es eben als firmeninterne Quelle auch gemeint. Ja? Also im Sinne von, Ihre Firma, Ihr Unternehmen hat einen Beschwerdekanal, der öffentlich über die Website zur Verfügung steht. Dort gehen Beschwerden ein, die entweder Ihren eigenen Geschäftsbereich betreffen oder Ihre Lieferanten betreffen und dem sozusagen geht man dann entsprechend nach. Diese sozusagen Struktur und die Bearbeitung und auch die Anforderungen des BAFA-Fragenkatalogs hinsichtlich Verletzungen und Abhilfemaßnahmen lassen sich genau wieder entlang dieses Kreislaufs entsprechend darstellen. Nämlich genau wieder nach der gleichen Struktur: Identifizierung, Priorisierung, Mitigation und Controlling der Maßnahmen. Und da möchte ich jetzt eben auch die konkreten Schlüsselfragen, die eben in diesem Kapitel des Fragenkatalogs von BAFA entsprechend gestellt werden, nennen und eben auch die wesentlichen Definitionen entsprechend nennen, die dahinter stehen. Und wir beginnen eben mit dem Punkt Identifizierung. Das ist Kapitel C. 1.1 ist der eigene Geschäftsbereich, 2.1 sind die unmittelbaren Lieferanten und ich bleibe jetzt mal beim Beispiel der unmittelbaren Lieferanten. Das deckt sich von den Fragestellungen nahezu vollständig. Frage C 2.1: Wurden im Berichtszeitraum Verletzungen bei unmittelbaren Lieferanten festgestellt? Wurden Verletzungen festgestellt? Das heißt, das BAFA spricht hier von der Definition einer festgestellten Verletzung. Ich komme gleich dann darauf, was das eben im Prewave-System bedeutet. Und vielleicht kurz vorweg, also der Alert ist noch keine festgestellte Verletzung, ja, sondern der Alert ist eine potenzielle Verletzung, aber ist keine festgestellte Verletzung.
Mit einer festgestellten Verletzung gehe ich in die Priorisierung. Das heißt, wende die Angemessenheitskriterien an, Einfluss, Verursachungsbeitrag, Schwere, um eben die festgestellte Verletzung entweder nicht weiter zu bearbeiten, weil sie nicht priorisiert wird, oder sie zu priorisieren. Und wenn ich sie priorisiere, dann bedeutet das, ich leite Abhilfemaßnahmen ein. Und so ist es eben auch die Frage, beschreiben Sie, auf welcher Basis die festgestellten Verletzungen gewichtet und priorisiert wurden. Frage 313, haben Sie angemessene Abhilfemaßnahmen eingeleitet? Eben in Bezug auf genau diese priorisierten Verletzungen. Das heißt, ich habe eine Abhilfemaßnahme eingeleitet und komme dann zum letzten Punkt des BAFA-Fragenkatalogs in diesem Bereich, nämlich haben die Abhilfemaßnahmen zu einer Beendigung der Verletzung geführt. Das heißt, das BAFA stellt eben hier auch implizit die Anforderung, man muss sich auch mit der Nachverfolgung der Wirksamkeit der Maßnahmen befassen. Das heißt, also ich leite Abhilfemaßnahmen ein und bin dann nicht fertig, sondern muss auch entsprechend diesen Vorfall weiter im Blick behalten, um zu sehen, ob es tatsächlich wirksam zu einer Beendigung der Verletzung geführt hat oder nicht. Und wenn mir das gelingt, habe ich die Verletzung beendet. Wenn es mir nicht gelingt, und wir werden dann auch nachher noch den Blick in den Fragenkatalog werfen, dann muss ich entweder begründen, warum ich die Verletzung nicht beenden konnte, oder, und das ist auch eine sozusagen Antwortmöglichkeit, ist die Lieferantenbeziehung zu beenden. Als Ultima Ratio sozusagen, wenn schwere Verletzungen schlichtweg nicht beendet werden können. Und wieder kurz das Mapping, was entspricht jetzt sozusagen dem im Pre-Wave? Ich identifiziere Vorfälle aus den Quellen, gewichte und priorisiere sie im sogenannten Incident Review. Ich plane Abhilfemaßnahmen im Maßnahmenplaner, gegebenenfalls über die Action-Plattform mit Partnern, und überprüfe dann die Beendigung der Verletzung. Und genau diese Überprüfung und diese Integration in den laufenden Prozess wollen wir uns jetzt noch mal kurz veranschaulichen, bevor wir ins konkrete Fallbeispiel im System gehen. Ich greife da wieder auf die Grafik zurück, die ich auch schon im Teil 1 des Webinars gezeigt habe, nämlich wie also im Laufe eines LKSG-Projektjahres, auch eben gleichgeschalten mit dem Berichtszeitraum. Hier das Beispiel reguläres Geschäftsjahr, also 1.1. bis 31.12.2023, mit der standardmäßigen 4-monatigen Abgabefrist und der Besonderheit, dass diese im ersten Jahr um einen Monat verlängert ist, nämlich bis zum 31.05.2024. Und zwar für alle, auch jene, die ein abweichendes Geschäftsjahr haben, gilt diese besondere Nachfrist im allerersten Jahr. Und wenn wir nun im Bereich der Risikoanalyse bleiben, dann habe ich eben genau in diesem Berichtszeitraum eine regelmäßige Risikoanalyse für den eigenen Geschäftsbereich und für die Zulieferer, für die unmittelbaren Lieferanten durchzuführen. Die muss und wird auch in der Praxis sozusagen selten zum Stichtag 1.1. Schon begonnen. Das ist auch in Ordnung. Ja. Sie muss schlichtweg im Berichtszeitraum abgeschlossen werden. Und als Folge der regelmäßigen Risikoanalyse gilt es dann, eben Präventionsmaßnahmen für die priorisierten Risiken abzuleiten. Und die Berichtsvorbereitung beginnt eben dann typischerweise in der Abgabefrist, während auch schon die regelmäßige Risikoanalyse fürs nächste Jahr läuft. Dann gibt es eben anlassbezogene Risikoanalysen, die ad hoc im Laufe des Berichtszeitraums auftreten können und die eben nach ihrem Auftreten entsprechend eine anlassbezogene Risikoanalyse zur Folge haben.
Das kann eben im eigenen Geschäftsbereich oder das kann im Bereich der Lieferanten sein. Und ganz unten eben jetzt das heutige Thema, die Verletzungen. Die treten eben auch ad hoc auf. Die sind auch nicht vorhersehbar in ihrer Natur, sondern wenn sie passieren, starte ich die Fallbearbeitung, in der ich eben dann diese Verletzungen entsprechend prüfe und priorisiere. Und dann, wenn ich sie priorisiere, Abhilfemaßnahmen einleite. Und das kann eben auch wieder im eigenen Geschäftsbereich passieren oder das kann im Bereich der Lieferanten passieren. Mit der wichtigen Unterscheidung, dass im eigenen Geschäftsbereich eine sogenannte Erfolgspflicht erwartet wird. Das heißt, im eigenen Geschäftsbereich hat es zu einer Beendigung der Verletzung zu führen. Also diese ist auch seitens des BAFAs entsprechend vorgegeben, weil man dort eben den entsprechenden Einfluss hat, die Verletzung auch tatsächlich zu beenden oder jedenfalls diesen Einfluss hat. Bei den Zulieferern, bei den Lieferanten gibt es diese Erfolgspflicht nicht. Dort erfolgt die Priorisierung entsprechend über die Angemessenheitskriterien. Und nun die Frage, was fließt entsprechend in den Bericht ein? Klar, die Risikoanalyse und die Präventionsmaßnahmen, die eben im Berichtszeitraum umgesetzt wurden. Die anlassbezogenen Risikoanalysen, die im Berichtszeitraum umgesetzt wurden, plus die darauf folgenden Präventionsmaßnahmen und jene Vorfälle, die eben im Berichtszeitraum entsprechend festgestellt wurden. Die fließen auch in den Bericht ein. Diese müssen und können auch in vielen Fällen nicht im Berichtszeitraum beendet werden. Das ist auch im sozusagen Fragenkatalog so vorgesehen. Also man kann eben auch begründen, warum die Beendigung noch nicht stattgefunden hat, weil eben vielleicht die entsprechende Verletzung erst vor ein paar Wochen festgestellt wurde. Aber wurde sie im Berichtszeitraum festgestellt, so ist sie auch im Bericht dieses Berichtszeitraums entsprechend zu nennen. Und eben ganz wichtig, es ist nicht der Alert, der in den Bericht mit einfließt, sondern es ist die festgestellte Verletzung, die sich aus einem Incident Review heraus ergibt. Und wie gesagt, dazu komme ich gleich im zweiten Teil, wie das dann auch im System entsprechend zu erfolgen hat. Das heißt eben auch nochmal hier, letzter Punkt, auch jene Verletzung, die eben kurz vor Ende des Berichtszeitraums entsprechend festgestellt wurde und wo gegebenenfalls auch das Incident Review noch gar nicht vollständig abgeschlossen ist, sollte aber insofern es klar ist, dass es sich hier um eine festgestellte Verletzung handelt, auch in den Bericht mit einfließen, wo vielleicht dann noch keine Abhilfemaßnahme eingeleitet wurde, weil eben die Fallprüfung noch im Gange ist. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich eben genau die praxisnahe, softwaregestützte Umsetzung. Wie arbeite ich also nun auch im Preview-System und wie werden dann diese Alerts, Incident Reviews und so weiter auch in den BAFA-Fragekatalog übernommen? Ich werfe noch einen kurzen Blick in die Frageliste, ob vielleicht auch neue kurzfristige Fragen gekommen sind, die man gleich beantworten kann. Was sind unmittelbare Lieferanten? Tier 1 Lieferanten, also jene Lieferanten, wo sie also direkten Spend haben. Ja. Wie würde man mit dem Verstoß eines Tier N-Lieferanten umgehen, zum Beispiel über Medienberichte? Komme ich dann auch noch im zweiten Teil dazu. Genau, komme ich gleich dazu. Das Monitoring ist aber nicht verpflichtend. Das ist korrekt. Also es gibt keine Verpflichtung im Gesetz, ein Monitoring seiner Lieferanten durchzuführen.
Es gibt aber sehr wohl sozusagen, und das werden wir auch sehen, einen Bereich, wo Sie auch im Fragenkatalog beantworten müssen, welche Methoden Sie dann einsetzen, um Verletzungen festzustellen. Und da ist es, denke ich, eben auch wichtig, wenn man sagt, man hat keine Verletzungen festgestellt, auch sehr wohl, sage ich mal, Methoden zu nennen, mit denen man überhaupt in der Lage ist, Verletzungen entsprechend festzustellen. Und außerdem ist es eben so, dass ein in den Medien publik gemachter Verstoß oder Verletzung bei einem Lieferanten, wo also man begründet annehmen kann, ja, das sollte man denn wissen, und man weiß es dann nicht und hat nicht gehandelt, auch entsprechend schlecht ausgelegt werden kann. Aber wie gesagt, das werden dann natürlich die entsprechenden auch Prüfungen zeigen. Das ist jetzt auch, muss man gestehen, zum heutigen Standpunkt reine Mutmaßung. Was man natürlich sehr wohl sieht, ist, es hat ja in der Zwischenzeit erste Beschwerden beim BAFA gegeben, die also jetzt auch offiziell behandelt werden. Das waren Beschwerden gegen IKEA und Amazon auf Basis von Zuliefererrisiken in, glaube ich, Indien oder Bangladesch, die also seitens einer NGO auch beim BAFA gemeldet wurden. Und das war vor 2 Tagen auch groß in der Tagesschau. Deutsche Automobilhersteller, die wegen möglichen Exposure zu Zwangsarbeit in der Xinjiang-Provinz in China nun einer Beschwerde beim BAFA ausgesetzt sind. Und was ich damit sagen will, ist, dass eben man auch im Arbeiten mit dem Gesetz entsprechend Theorie und Praxis ein bisschen unterscheiden muss, beziehungsweise auch da ein bisschen einen pragmatischen Ansatz entsprechend wählen muss. Und die Realität ist nun, dass eben in vielen Fällen Verletzungen und Beschwerden eben über medienwirksame Mechanismen auch entsprechend gesteuert werden und kommuniziert werden. Ja? Und das heißt, da ist eben dieses Medienmonitoring sehr wohl ein Instrument, um zumindest nicht überrascht zu werden oder frühzeitig reagieren zu können. Muss ein Unternehmen im BAFA-Fragebogen auf jede einzelne Verletzung eingehen? Nein. Und das schauen wir uns auch ganz zum Schluss an. Es reicht lediglich der Hinweis, in welcher Kategorie, das heißt in welcher geschützten Rechtsposition, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, die Verletzung erkannt wurde und wie viele. Aber nicht die Nennung einzelner Lieferanten oder des konkreten Falls. Mhm. Genau, ich sehe einige Fragen, aber ich denke, im Sinne der Zeit gehen wir in die konkreten Fallbeispiele, weil ich glaube, dadurch beantworten sich auch wieder einige der Fragen, die gerade gestellt wurden. Und die dann noch nicht beantwortet sind, die beantworten wir dann noch ganz zum Schluss. Also, ins konkrete Fallbeispiel. Ich habe nun einfach, um die Darstellung besser zu ermöglichen, den Kreislauf nun sozusagen in die Horizontale gebracht und habe aber die Schritte so belassen, also Identifizieren von Verletzungen oder Verstößen, priorisieren, mitigieren und kontrollieren. Und wir beginnen eben mit der Identifizierung, die eben aus Medienmonitoring, in dem Fall, wenn wir jetzt in der Pre-Wave-Systematik sind, in der Regel aus Pre-Wave heraus passieren. Natürlich kann es Einzelfälle geben, wo man dann zusätzliche Informationen nochmal bekommt, die man auch bearbeiten möchte. Dann ist es der unternehmensinterne Beschwerdemechanismus oder sonstige Findings. Und die Systematik, die wir empfehlen und vorschlagen, ist jedenfalls das Medienmonitoring wird zum Alert in Pre-Wave, aber, und das zeige ich Ihnen gleich, es gibt nur noch die Möglichkeit, interne Findings oder Beschwerden, also sonstige Themen, die nicht über einen vom Pre-Wave generierten Alert entstehen, auch im Pre-Wave als Alert anzulegen und dadurch nachzuverfolgen und dokumentiert bearbeiten zu können, nämlich eben dann in derselben Systematik
wie man auch einen Medien-Alert entsprechend bearbeiten würde. Und das zeige ich Ihnen gleich, das nennt sich Customer Alert oder Private Alert, der künftig im System angelegt werden kann. Bleiben wir mal vielleicht der Einfachheit halber im Bereich des Medienmonitorings. Sie sehen einen Alert im System. Dann ist sozusagen das erste Entscheidungskriterium, wie ist die Priorität dieses Alerts. Das ist über dieses Punktesystem, das also rechts oben am Alert ersichtlich ist, entsprechend gesteuert. Und hier ist also die Standardeinstellung, auch LKSG bei PreWave jene, dass die Prioritäten so gesteuert sind, dass eben ein sogenannter Red Flag Alert, also die 4 Punkte, entsprechend jedenfalls weiter bearbeitet werden müssen, weil diese ganz klar auf die geschützten Rechtspositionen mappen und vom Schweregrad sowie von der Indikation, dass es hier zu einer Verletzung gekommen ist, eben so schwer sind, dass eben jedenfalls eine Bearbeitung erforderlich ist. Das heißt, 4-Punkt-Fälle sollte man weiter prüfen und bearbeiten. Im Bereich der 1-, 2- oder 3-Punkt-Fälle ist das ein Kann, aber kein Muss. Also hier sozusagen eine Steuerung, die eben auch dann von Unternehmen je nach eigenem Art und Umfang der Geschäftstätigkeit und Ressourcen im Risikomanagement getroffen werden kann. Aber die 4-Punkt-Fälle, hier klare Vorgabe, klare Empfehlung, die weiter bearbeiten. Warum? Kurzer sozusagen Exkurs in die Gestaltung der Perspektive, die ja sozusagen diese Priorisierung auch steuert, wo eben die verschiedenen entsprechenden Risikokategorien, wir sagen im PreWave Event Types, wie zum Beispiel der Streik, die Demonstration, die Labor Rights Violation, ein Worker Suicide und ähnliche, auf die jeweiligen Rechtspositionen im LKSG gemappt sind. Auch auf diese neuen im BAFA-Bericht genannten, ich glaube, Sie sagen Kategorien oder Gruppen, wo Sie also sagen von M1 bis M2 bis M10 entsprechende Verkürzungen sozusagen der Paragraphen gemappt sind und hier eben dann unterschiedlich priorisiert sind nach Direct Level und Company Level. Direct Level bedeutet, tritt dieser genannte Vorfall bei Ihrem direkten Lieferantenstandort auf. Das heißt, mit jenem Partner, mit dem Sie direkte Vertragsbeziehung haben, der uns auch sozusagen als Ihr direkter Lieferant genannt ist, mit dem jeweiligen Standort. Also kommt es zu einem Streik an dem direkten Lieferantenstandort, den Sie uns genannt haben, dann wird der in dem Fall als Mittel eingestuft. Oder kommt es zu einem Streik bei irgendeinem anderen Standort dieses Lieferanten, der aber nicht Ihr direkter Vertragspartner ist? Und hier eben typischerweise eine Abstufung, dass eben alles das, was im sogenannten Company Level oder Group Level stattfindet, eben eine Priorität niedriger ist als das, was beim direkten Lieferantenstandort stattfindet. Und man sieht es eben hier als Red Flag, und das sind eben dann die 4-Punkt-Fälle, sind eben jene einkategorisiert, die eben eine eindeutige oder kritische Indikation geben, dass hier eine dieser Rechtspositionen verletzt ist. Das Thema Streik zum Beispiel ist eben nicht einmal im Gesetz repräsentiert und ist deswegen von Anfang an als mittel und niedrig eingestuft. Das heißt, hier ist schon mal von der grundsätzlichen Einstufung klar, dass dieser Fall nicht weiter bearbeitet werden muss, ja, sondern einen Informationscharakter auch im System hat. Währenddessen aber dann ein Thema wie Modern Slavery oder Kinderarbeit eben von der Schwere so eindeutig auf eine Rechtsposition bezogen ist und eben einfach aus der Sache heraus, von der Schwere her, jedenfalls ein Red Flag ist. Und das sind eben die 4 Fälle, die wir hier haben. Das ist also Unethical Labor, das ist Modern Slavery, Child Labor und Child Exploitation. Das sind die 4 Fälle, wo sogar im Company Level, ein Red Flag stattfindet. In allen anderen Fällen ist es also eine Abstufung, wo der Company Level dann eine Stufe geringer ist. Das heißt, selbst in einem Fall einer beispielsweise eines tödlichen Arbeitsunfalls
so ist der eben, wenn er beim direkten Lieferantenstandort passiert, ein Red Flag, also 4 Punkte. Wenn er aber irgendwo anders bei einem anderen Standort passiert, ein 3-Punkt-Fall und dann eben auch gemäß der hier gezeigten Entscheidungsgrundlage eben ein kann, aber kein muss in der weiteren Bearbeitung. Also das eben nur als Information, so ist grundsätzlich das System eingestellt, ausgelegt. Die 4-Punkt-Fälle, das sind jene, wo man jedenfalls entsprechend damit weiterarbeiten sollte. Aber es kann natürlich sein, dass auch ein 4-Punkt-Alert, der im Preview-System entsprechend kommt oder als E-Mail Ihnen zugeschickt wird, trotzdem kein relevanter Vorfall ist. Und es ist eben so, unser System basiert auf künstlicher Intelligenz und selbst Fälle, die tatsächlich stattgefunden haben, können aus gewissen Kriterien dann für Sie in Ihrer ersten Prüfung doch keine Relevanz haben. Entweder der Vorfall ist vielleicht schon älter, ja, oder der Lieferant ist jetzt aktuell gar nicht aktiv, oder der Fall wurde fälschlicherweise einem falschen Lieferanten zugeordnet und nach detaillierterer Prüfung erschließt sich, ja, das ist also nicht in den USA, das ist eigentlich in Belgien. Also solche entsprechenden Dinge können natürlich passieren. Und auch hier sozusagen ist sozusagen auch entsprechend eine erste Sichtung oder eine erste Prüfung möglich. Und da sprechen wir dann eben noch nicht von einer festgestellten Verletzung, sondern einer ersten Sichtung von möglichen Verletzungen. Ja, und hier sind wir eben noch immer im Bereich der möglichen Verletzungen, wenn man das so definieren möchte. Wie sieht das jetzt im System aus? Ja, also Red Flag Alert, relevanter Vorfall, ja, nein. Ich habe da sozusagen ein paar Beispiele vorbereitet. Ich lade nochmal zur Sicherheit das System noch neu. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Fall. Wir sehen im Preview-System ein Feuer bei einem Lieferantenstandort von ArcelorMittal, Stahllieferant. Es ist ein Feuer. Ich sehe hier sogar, dass es sich um ein Feuer hat, das also sogar, wie es hier beschrieben ist, freiwillig gelegt wurde, also offensichtlich irgendeinen Zweck hatte mit diesem Feuer. Und dementsprechend, ja, es ist ein 2-Punkt-Fall und es ist ganz klar jetzt ein Fall, den man nicht weiter bearbeitet. Hier muss ich auch kein Incident Review anlegen. Das ist einfach, das ist auch sozusagen, kann im System als Fall mit, oder als Alert, besser gesagt, mit mittlerer Priorität einfach verbleiben. Dann komme ich sozusagen zu einem nächsten Fall. 4 Punkte. Ja, also hier eben aufgrund der Kombination Chemical Leakage am direkten Lieferantenstandort, wieder Stahlwerk in den Niederlanden, hier zugewiesen als direkt betroffen. Und dann sehe ich hier schon auch neu Incident Review Recommended. Das heißt also, das System ist eben dann so eingestellt, das kann man auch anpassen, aber es ist eben standardmäßig dann so eingestellt, wenn ein 4-Punkt-Fall stattfindet, dann wird eben ein Incident Review recommended. Jetzt schaue ich mir aber dann diesen Fall näher an und erkenne Accidented Tata Steel Plant in Odisha, und das ist Indien, und komme dann eigentlich zum Schluss, naja, also da ist eigentlich der falsche Lieferantenstandort zugeordnet. Also das betrifft nicht meinen direkten Lieferantenstandort. Ich habe keine Beziehung mit Tata Steel in Mehrmandali. Dementsprechend wäre das eben genau ein Fall, wo ich sage, relevant, nein. Und da ist aber trotzdem ein 4-Punkt-Fall, also ein potenziell kritischer Fall. Hier haben wir jetzt ein neuer Workflow, nämlich Incident Review Recommended, Skip Action. Und Skip Action bedeutet eben, ich mache hier nichts, weil, und dann habe ich eben hier eine Liste von Gründen, die ich angeben kann. Und hier wäre eben dann der richtige Grund, Supplier not affected. Also das ist nicht der Lieferant, der hier genannt ist, der ist gar nicht betroffen. Und dementsprechend kann ich das dann auch abspeichern. Und damit verschwindet dann auch die Empfehlung für das Incident Review. Und ich habe trotzdem im System entsprechend dokumentiert. Im Fall eines Audits kann ich belegen, okay, ich habe hier einen Fall gesehen, aber ich habe klar dokumentiert, aus diesem Grund
ist es eben keine festgestellte Verletzung. Und dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt, der natürlich auch immer wieder auftritt in der Praxis, nämlich angenommen, es ist tatsächlich ein relevanter Vorfall, also es betrifft den richtigen Lieferantenstandort, es ist auch eine aktuelle Meldung, aber dann hat man trotzdem auch im BIFEF-System immer wieder die Situation, dass ein Alert kommt zu einem Fall, der eigentlich schon seit ein paar Monaten läuft. Ja, also wo vielleicht Umweltverschmutzung erkannt wurde und jetzt geht es dann 3 Monate später darum, dass also die Klage nun eingereicht wurde oder die Klage wurde entsprechend, also es gab ein Urteil in diesem Gerichtsverfahren beispielsweise, das dann gestartet wurde. Also ein klares Update, das auch durchwegs einen neuen Alert gerechtfertigt, aber eben, wo ich sage, mit diesem Fall beschäftige ich mich schon seit Wochen. Das heißt, ich muss eben hier entsprechend entscheiden, das ist nicht neu, sondern das habe ich bereits in Bearbeitung. Und das ist dann der Weg des sogenannten Mergings. Und das ist auch eine neue Funktionalität, die wir jetzt bereitstellen, wo man also entsprechend auch für einen 4-Punkt-Fall in dem Fall sagen kann, ja, das habe ich schon bearbeitet. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch kurz zeigen. Ich habe nämlich hier einen Fall vorbereitet, wo wir jetzt hier sehen, vor 4 Tagen Corporate Liability and Pollution bei 3M in den USA, in Georgia, wo es also hier dann geht um eine Strafzahlung, ein mögliches Settlement über PFAS, also Persistent Pollutant, Verschmutzung, auch ein Punkt, der eben genau im entsprechenden Lieferkettengesetz genannt ist. Aber ich sehe schon hier sozusagen vor 4 Monaten Lawsuit and Pollution at Factory 3M Decatur. Diesen Fall habe ich bereits bearbeitet und dieser Fall, der beschäftigt uns sozusagen schon länger. Ich kann mir das hier dann auch ansehen und sehe, ja, da geht es eben um einen Class Action Lawsuit über PFAS Pollution. Das ist der betroffene Alert, den habe ich auch bereits eingestuft. Da habe ich sogar schon ein Statement Request angefordert, da habe ich auch schon entsprechende Dokumente hinzugefügt. Also wir arbeiten sozusagen an diesem Fall schon länger und auch die Mitigation ist bereits, die läuft. Ja. Und dann habe ich eben hier dann entsprechend die neue Möglichkeit, wenn ich eben dieser Incident Review Recommendation folge oder auch Create Incident klicke, komme ich eben hier in einen neuen Dialog, wo ich dann auf der linken Seite sehe, was gab es denn für ähnliche vergangene Vorfälle und kann dann eben entscheiden, ja, in diesem Fall, ich merge diesen neuen Fall auf diesen bereits bestehenden Fall, merge to existing. Und dann erbt sozusagen, wenn man so möchte, eben dieser Fall auch die Bearbeitung des bereits bestehenden Falls und wird dann eben auch in diese Fallbearbeitung, die schon länger läuft, entsprechend verlinkt. Und wenn wir dann das System auch nochmal laden, dann sehen wir eben hier, dass der jetzt auch mit dieser bereits laufenden Class Action Lawsuit 3M entsprechend verbunden ist. Und ich somit eben keine neue Fallprüfung entsprechend starten muss. Wenn wir aber jetzt eben doch den Weg gehen, dass wir sagen, wir erkennen einen tatsächlich neuen Vorfall, den wir so auch noch nicht bearbeitet hatten, dann sind wir eben in diesem Punkt, in dieser Definition festgestellte Verletzung. Und für eine festgestellte Verletzung gehe ich dann eben ins sogenannte Incident Review, also in die Fallprüfung und in die dokumentierte Fallprüfung. Und das ist eben ganz wichtig. Was wird dann am Ende des Tages ans BAFA berichtet? Es wird nicht berichtet, welche Alerts ich gesehen habe. Also ich habe im Berichtszeitraum 20 Red Flag Alerts gesehen. Nein, es wird berichtet die Incident Reviews, also die tatsächlichen Fälle, die Sie auch im Rahmen dieser Logik als tatsächlichen Fall identifiziert haben. Und durchs Incident Review
eben dann auch dokumentieren. Ja, und das ist dann das, was berichtet wird. Und auch hier eben ein Incident Review, das eben dann nicht im Status skipped ist, ja, also wo ich sage, da habe ich eben auch im Incident Review entschieden, ich mache nicht weiter, sondern eben der festgestellte Vorfall ist eben dann einer, wo die Mitigation entweder geplant ist oder sie läuft oder sie ist abgeschlossen. Und das sind dann eben die festgestellten Verletzungen, die dann tatsächlich am Ende des Berichtszeitraums in den BAFA-Bericht entsprechend mit einfließen. Und das möchte ich jetzt eben auch nochmal durchspielen, nämlich am Beispiel eines eben dann neuen Vorfalls, wo wir auch zu dem Schluss kommen, das ist tatsächlich ein Vorfall, den wir auch entsprechend bearbeiten müssen. Und da ist eben die Abfolge jene zu sagen, ein Incident Review zu erstellen und dann die Angemessenheitskriterien zu bewerten und auf dieser Basis entsprechende Folgemaßnahmen zu planen oder nicht zu planen. Und die Angemessenheitskriterien, eben nochmal kurz darauf eingegangen, sind eben diese 4, die eben dann auch für einen Vorfall im Incident Review entsprechend betrachtet und auch dokumentiert werden können. Das ist eben Art und Umfang der Geschäftstätigkeit, Einflussvermögen, Verursachungsbeitrag und Schwere der Verletzung. Wahrscheinlichkeit macht im Beispiel einer Verletzung keinen Sinn, da gibt es keine Wahrscheinlichkeit, da ist es schon passiert, da geht es nur um die Schwere der Verletzung. Und wie ist das jetzt im System abgebildet? Und ich zeige es Ihnen noch gleich. Aber so wie Sie, und vielleicht da kurz nochmal zurück zur Risikoanalyse, die meisten von Ihnen kennen unsere Risikomatrix, wo wir also für die Risiken und Präventionsmaßnahmen entsprechend nach Risk Impact priorisieren, wo wir also auch Risiko über Schwere und Wahrscheinlichkeit, Art und Umfang, 360-Grad-Score entsprechend bemessen und auf der Impact-Achse die Angemessenheitskriterien, Einflussvermögen und Verursachungsbeitrag. Und genau die gleiche Systematik haben wir jetzt auch zur Bemessung der Maßnahmenpriorität im Fall von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir hier nicht mehr vom Risiko sprechen, weil es ist bereits eingetreten, es gibt kein Risiko mehr, es ist schon passiert, sondern wir sprechen hier eben von der Severity. Das heißt, es ist eine Severity-Impact-Matrix. In der Severity ist eben dann die Schwere zu dokumentieren und im Impact ist das Einflussvermögen und der Verursachungsbeitrag zu dokumentieren. Das heißt eben, ein Fall mit hoher Schwere und mittlerem Impact, das heißt, wo ich mittleres Einflussvermögen, mittleren Verursachungsbeitrag habe oder hohen Einfluss, aber geringen Verursachungsbeitrag und ich komme in der Abwägung auf Mittel, wäre dann eben trotzdem hohe Maßnahmenpriorität. Also so, diese Matrix ist nun im System hinterlegt. Und genau das ist dann auch künftig im Incident Review möglich. Das heißt, ich zeige das jetzt an einem konkreten Beispiel. Wir sehen hier wieder einen neuen Alert. Red Flag, 4 Punkte. Betrifft nun einen 3M-Standort in Belgien. Geht wieder um PFAS-Verschmutzung. Klares Thema im Lieferkettengesetz. Geht also hier, dass also bei einer Studie bei 303 Personen im Umkreis der Fabrik also dieses PFAS im Körper festgestellt wurde. Also glaube ich, kann man zum Schluss kommen, das ist tatsächlich ein relevanter Fall. Das ist auch tatsächlich eben 3M in Zweienrecht, also da passt alles zusammen. Das heißt, Incident Review recommended. Ich habe auch keine vergangenen Fälle hier, das heißt, das ist ein neuer Fall. Und dann eben Einstieg in den Punkt Create New Incident. Create New Incident, hier habe ich eine Maske, wo ich schon mal zuweisen kann, wer in meiner Organisation bearbeitet diesen Fall oder typischerweise standardmäßig wäre ich hier selbst eingetragen. Ich kann auch hier einen ersten Text geben. So, eine erste Beschreibung eintragen, das abspeichern.
und habe dann eben hier in der Watchlist einen neuen Eintrag, der wird hier auch am Alert verlinkt, im Status Mitigation Planned. Und was jetzt neu ist, sind eben in Incident Review ist es die Möglichkeit, eben diese Angemessenheitskriterien nun zu dokumentieren. Und wir haben das eben vereinfacht auf die 2 Dimensionen Severity und Impact. Das heißt eben genau diese entsprechenden Einstufungen, und die Severity wird dann initial übernommen aus der Priorität des Alerts. Das heißt, in dem Fall ist es eben ein 4-Punkt-Alert. Das heißt, die Severity wird auch hier in diesem Fall mal mit Red Flag angenommen, kann aber natürlich dann von Ihnen auch nach Prüfung entsprechend herabgestuft werden. Ja, sagen wir mal, ist tatsächlich, also hier wurde bei Personen, also das ist im Blut, okay, das bleibt vielleicht auf Red Flag von der Schwere, wird dann aber noch mit dem Impact gegenübergestellt. Nämlich, was ist unser Einfluss auf den Lieferanten? Was ist unser Verursachungsbeitrag zu diesem Vorfall? Bestellen wir vielleicht Produkte bei 3M, die also auch diesen Stoff entsprechend enthalten oder wo in der Produktion entsprechend PFAS auch benutzt wird? Wäre eine Indikation für gewissen Verursachungsbeitrag. Was ist unser Einfluss auf den Lieferanten? Das wird initialisiert über den Einfluss, der tatsächlich vom Lieferanten im System hinterlegt ist. Also hier Degree of Influence, Causal Contribution per se nein, Impact low. Also das wird sozusagen standardmäßig aus dem Lieferantenprofil übernommen. Kann aber jetzt hier eben zum Schluss kommen, ja, also in diesem Fall habe ich eben doch zumindest mal mittleren Impact auch auf diesen Vorfall. Und sobald ich eben hier dann in der Action Priority High oder kritisch bin, also wäre ich hier auch mit hohem Impact, wäre ich schon auf kritisch, so bin ich dann auf High, dann beginnt eben das System weitere Abhilfemaßnahmen auch zu empfehlen und dann eben in der vom Prewave vorgesehenen Schweregrad Stufensystematik. Ja, da komme ich kurz sozusagen dazu. Nämlich, das ist jene, also Einstieg sozusagen als Abhilfemaßnahme ist die Fallprüfung. Also Abhilfemaßnahme ist da vielleicht sogar schon zu viel gesagt, aber man beschäftigt sich doch mit dem Fall und begutachtet den Fall und leitet vielleicht erste Schritte ein. Das heißt, wir führen es als Abhilfemaßnahme, aber der niedrigsten Stufe, also geringe Wirksamkeit, geringe Intensität. Nächste Stufe wäre den Statement Request, also den Lieferanten um eine Stellungnahme zu bitten. Kann ich entweder über das System machen oder entsprechend durch direkten Kontakt mit dem Lieferanten. Und dann eben wenn dieser Statement Request entsprechend nicht hinlänglich ist und eben die Verletzung auch nicht beendet ist und eben auch keine Beendigung in Aussicht steht, dann eben die Einleitung weiterer Maßnahmen wie zum Beispiel Trainings bis hin zu Audits und bis hin zur ressourcenintensivsten, aber auch natürlich wirksamsten Maßnahmen, nämlich dem Offboarding des Lieferanten, wenn tatsächlich eine Beendigung dieser Verletzung ja, nicht möglich erscheint. Und im System funktioniert das dann so, angenommen, wir wollen jetzt sozusagen hier auch mal in den nächsten Schritt ein Statement Request entsprechend planen. Dann sagen wir hier Take Action, planen dann eben hier eine Maßnahme vom Typ Statement Request, die dann auch im System entsprechend gleich hinterlegt wird. Ups, Moment. Genau, habe dann hier den Statement Request und kann dann entweder über das System entsprechend die Stellungnahme beim Lieferanten abholen oder könnte auch tatsächlich hier entsprechend zum Beispiel eine Datei verknüpfen, wenn mir der Lieferant also eben das nicht über das System gegeben hat, sondern im Rahmen eines E-Mail-Verkehrs, kann dann auch entsprechend protokollieren in den Kommentaren, was hier sozusagen passiert ist oder in der Beschreibung. Und wenn es über das System läuft, dann wird der Status automatisch aktualisiert. Oder eben, ich mache es außerhalb des Systems und kann dann auch trotzdem hier über den Status manuell diese entsprechende Mitigation tracken. Und ja, genau das sozusagen sehe ich dann auch entsprechend hier im Fall. Das heißt, ich habe hier verlinkt den Statement Request, alle Maßnahmen, die ich dann eben
aus sozusagen dem Incident Review heraus tätige, werden verlinkt und werden so dann eben in der endgültigen Dokumentation und Berichterstattung auch als gebündelte Maßnahmen, die diesen Fall betreffen, entsprechend ans BAFA berichtet. Wenn ich jetzt eben sage, ich habe diesen Statement Request zum Beispiel failed, also den habe ich nicht bekommen, ja, also der wurde mir nicht übermittelt, dann springt das auch hier automatisch schon auf Action Recommendation und ich bin schon im nächsten Stufe Awareness Training. Also so sozusagen läuft das System dann durch die Stufen. Dann kann ich sagen, Awareness Training ist jetzt für mich nicht die richtige Maßnahme, kann dann sagen mit einer Begründung, andere sozusagen, da gehe ich entsprechend jetzt nicht in die detailliertere Bearbeitung, dann habe ich das hier aber trotzdem entsprechend dokumentiert. Ja. Also ich kann dann entsprechend diese Mitigation dokumentieren und wenn es dann eben zu guter Letzt tatsächlich zu einer Beendigung kommt, dann habe ich eben hier oben den Knopf Finish Mitigation. Das heißt, wenn ich dann tatsächlich auch feststelle, hier ist diese Verletzung jetzt beendet, die Maßnahmen, die ich eingeleitet habe, die sehe ich als wirksam an und ich habe die Zuversicht, dass es hier zu einer Beendigung gekommen ist, dann kann ich hier über Finish Mitigation auch entsprechend diesen Vorfall auf Mitigation Finished setzen. Und das ist dann das Kriterium, das wir auch im Bericht an das BAFA entsprechend berichten. Das ist eine beendete Verletzung und eben keine, die noch offen ist. Weil wenn sie offen wäre, dann wäre sie eben zum Beispiel in progress oder planned. Aber wenn sie finished ist, dann ist das für uns eben die Indikation, das ist sozusagen entsprechend abgeschlossen. Das heißt also, wenn wir hier entsprechend die Abfolge weiter durchgehen, wir haben also eine Verletzung festgestellt, die ist ein Red Flag Alert, die ist tatsächlich relevant, die ist auch neu. Dann erstellen wir ein Incident Review. Wir haben dann in der Fallprüfung die Angemessenheitskriterien berücksichtigt, haben die auch im Incident Review dokumentiert mit Schweregrad, also Severity und Impact, kommen dann auf die Maßnahmenpriorität, hoch oder kritisch, woraus wir dann eine priorisierte Verletzung haben. Mit dieser priorisierten Verletzung erhalten wir dann auch vom System bereits Vorschläge für nächste Maßnahmen. Denen kann ich dann folgen oder ich kann natürlich meine eigene Maßnahme als Abhilfemaßnahme entsprechend hinterlegen. Wenn ich gleich das Audit entsprechend starten möchte, kann ich das natürlich tun. Und sobald ich das getan habe, bin ich auch im Status Abhilfemaßnahme eingeleitet und es wird dann auch entsprechend im BAFA-Bericht berichtet. Hier habe ich eine festgestellte Verletzung, zum Beispiel eben im Bereich Umweltverschmutzung. Ich glaube, das ist M2 oder M3, U2 oder U3 ja, im BAFA-Bericht, Kategorie. Eine Verletzung festgestellt. Haben Sie Abhilfemaßnahmen eingeleitet? Ja. Und haben die bereits zur Beendigung geführt? Ja, vielleicht noch nicht. Ja, aber das ist dann eben der dritte Schritt, wo ich dann nach eingeleiteter Abhilfemaßnahme überprüfe, die Wirksamkeit überprüfe, hat die Maßnahme zum Erfolg geführt oder nicht. Und wenn ja, dann kann ich eben das auf Finished setzen. Also ich setze den Status des Incident Reviews auf Finished. Dann ist die Verletzung beendet und wird auch entsprechend so ans BAFA berichtet. Oder eben nicht. Also die Verletzung ist eben nicht beendet. Und dann habe ich sozusagen einen Kreislauf, wo ich typischerweise weitere Abhilfemaßnahmen definieren würde, dessen Wirksamkeit ich dann wieder überprüfe, solange bis ich auch sagen kann, die Verletzung ist beendet. Oder ich kann natürlich auch im System entsprechend Mitigation auf Finished setzen mit dem Kommentar oder nein, andersrum, ich kann entsprechend Mitigation Failed setzen. Wenn ich also auch nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr zum Schluss komme, gut, also ich schaffe es hier nicht, diese Verletzung zu beenden, das läuft weiter. Ich kann eben hier diesen Fall von Umweltverschmutzung entsprechend nicht beenden. Und dann würde ich eben sagen, die Verletzung konnte nicht beendet werden.
mit den weiteren Konsequenzen, die dann auch daraus folgen, bis hin zu einem möglichen Offboarding des Lieferanten. Und ja, damit sozusagen sind wir durch diese Struktur gegangen. Vielleicht kurzer sozusagen nochmal praktischer Hinweis, also diese aktuell gezeigten Funktionalitäten, die werden also im nächsten Release, das ist in 2 Wochen, auch freigeschalten für alle Kunden. Und ihre bereits im System hinterlegten Incident Reviews werden natürlich migriert. Also alles, was Sie schon getan haben, wird migriert. Das heißt, Sie können weiterarbeiten. Sie müssen nicht alles nochmal neu aufarbeiten, sondern Sie arbeiten dann in der neuen Systematik weiter ab, eben dann dem nächsten Release in 2 Wochen. Gut, wir sind 2 Minuten über der Zeit. Ich möchte noch kurz, bevor wir dann in die Fragen einsteigen, nochmal einen kurzen Blick in den BAFA-Fragebogen werfen, um eben auch nochmal diese Fragen nochmal im Detail zu sichten und nochmal kurz sozusagen hier zu besprechen, wie wird das nun beantwortet. Also das Kapitel C, Verletzungen und Abhilfemaßnahmen, beginnt eben mit C1.1, wurden im Berichtszeitraum Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich festgestellt. Hier, wie gesagt, die ähnliche Struktur. Ich gehe mal zu den unmittelbaren Lieferanten, weil das auch das Beispiel war, mit dem wir uns jetzt aktuell beschäftigt haben. Wurden im Berichtszeitraum Verletzungen bei unmittelbaren Lieferanten festgestellt? Ja. Gibt es ein X? Also wir haben in dem Fall entsprechend festgestellt. Und dann die Beschreibung dazu. Im Berichtszeitraum existieren festgestellte Vorfälle oder festgestellte Verletzungen bei unmittelbaren Zulieferern. Festgestellte Vorlieferer sind aus Medienmonitoring, Beschwerdemechanismen oder sonstigen Findings entstandene Alerts mit zugehöriger Fallbearbeitung, Incident Review, das sich weder im Status gibt noch im Status aborted befindet. Also Incident Reviews, die es gibt oder aborted sind, werden auch nicht berichtet, aber eben alle anderen, das heißt planned, finished, in progress, diese sozusagen werden dann hier zu einem X führen, insofern es die eben im Berichtszeitraum gibt. Was ich noch schuldig geblieben bin, fällt mir gerade ein, ist sozusagen die kurze Demonstration, wie kann ich jetzt ein internes Finding entsprechend im System dokumentieren. Also eben einen Alert, der jetzt nicht aus den Medien gekommen ist und im Preview 4 automatisch erscheint, sondern wo ich zum Beispiel im Zuge eines internen Audits oder eines Tipps von einem meiner Einkäufer erfahren habe, dass es hier eben schwerwiegende Probleme bei einem Lieferanten gibt. Dann habe ich hier oben einen neuen Knopf, Add Alert, und komme dann in eine Maske, die nennt sich Create Private Customer Alert. Und sagt dann eben hier Scope, da handelt es sich um einen Lieferanten, kann dann eben auch entsprechend in der Maske so, muss ich nochmal kurz neu laden, Sekunde. Ich glaube, da habe ich gerade die Verbindung zum System verloren. Moment. Wir laden nochmal. So, jetzt. Dann können wir hier auch innerhalb unserer Lieferanten entsprechend suchen. Das ist dann nur auf unsere Lieferanten entsprechend gefiltert. Habe jetzt zum Beispiel bei ArcelorMittal in Italien Severe Health and Safety Issues identified during internal supplier audit und sagt dann eben, hier handelt es sich um Health and Safety Issues. Die passieren tatsächlich, die habe ich auch gesehen. Wie viele Personen sind betroffen? Ja, Hunderte im Fabriksgelände. Das ist in der Metallindustrie. Und das habe ich dann gesehen eben bei einer Besichtigung, zum Beispiel vor 2 Tagen. Kann dann auch eine Quelle noch hinterlegen und dann eben diesen Alert im System anlegen. Und dieser Alert, und das ist eben ganz wichtig, das ist eben dann ein sogenannter privater Alert. Das heißt, der ist auch dann nur entsprechend für mich persönlich ersichtlich. Wo ist er jetzt? Da ist er. Der ist dann auch gekennzeichnet mit so einem gelben Kopf. Und es steht eben auch hier Private Alert. Das heißt, der ist eben tatsächlich nur für mich ersichtlich. Aber die gesamte Systematik des Incident Reviews, 4 Punkte, wird recommended, das ist alles gleich. Also Sie können dann eben eine
einen internen Vorfall, den Sie erkannt haben, genauso mit der gleichen Systematik bearbeiten und dokumentieren, wie es auch ein Vorfall aus den Medien, der über Pre-Wave generiert wird, entsprechend sein kann. Ja. Zurück zum BAFA-Fragebogen. Also wir beantworten hier mal, wir haben Verletzungen festgestellt mit Ja. Und dann kommen eben gewisse Fragen, wo es um Verfahren geht. Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, nein, Sie haben keine erkannt oder sogar ja, Sie haben welche erkannt, anhand welcher Verfahren haben Sie denn oder können Sie überhaupt Verletzungen feststellen? Ja, und das wäre dann hier so eine kurze Beschreibung. Medienmonitoring, Beschwerdemechanismus, sonstige Findings, also genau die Systematik, die ich Ihnen gerade eben vorgestellt habe. Und dann eben beginnt schon der Bereich, wurden im Berichtszeitraum Verletzungen festgestellt? Falls ja, in welchen Themen wurden Verletzungen festgestellt? Als freiwillige Angabe können Sie die Anzahl der Verletzungen pro Thema angeben. Also hier eben X, wenn es zum Beispiel Verbot von Kinderarbeit betrifft, Anzahl 1 als freiwillige Zusatzangabe. Ja, wird eben dann vom System aber so gezeigt, je nachdem, in welche Kategorie eben nun diese festgestellten Vorfälle oder festgestellten Verletzungen fallen. Da hätten wir zum Beispiel dann diese Thematik U2, Persistent Pollutants, Stockholmer Abkommen, Fall 3M, den wir gerade durchgespielt hatten. Und Fall 293 ja, also falls wir Verletzungen festgestellt haben, haben Sie angemessene Abhilfemaßnahmen eingeleitet. Und das wäre dann ein X. Und dann eben entsprechend die Information, welche Abhilfemaßnahmen haben Sie eingeleitet. Und da werden dann eben auch vom System entsprechend wieder nach den auch vom BAFA bekannten Gruppierungen, also Sie sprechen da von Kontrollmaßnahmen, Schulungen, bis eben hin zu Offboarding, das ja auch im System als Maßnahme hinterlegt werden kann, werden dann eben verschiedene Maßnahmen entsprechend auch dargestellt. Wie viele davon sind eben in Progress, wie viele davon sind schon erledigt. Dann ein Standardtext, wie wird die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft. Also da wäre sozusagen die Antwort aus dem Pre-Wave-System, eben durch diesen Kreislauf aus Erkennung von Vorfällen aus den Medien plus dem laufenden Medienmonitoring habe ich hier schon eine inhärente Wirksamkeitsprüfung, weil ich eben sehe, ob der Fall wieder auftritt. Das heißt also, und wenn er wieder auftritt, wirkt er sich sofort negativ auf die Bewertung des Lieferanten auf. Das heißt, dieser geschlossene Kreislauf zwischen Risikoanalyse, Vorfälle werden erkannt oder nicht. Wenn ja, wird die Bewertung noch schlechter. Ich leite Maßnahmen ein, die verbessern vielleicht den Lieferanten wieder, dann passiert aber wieder was. So habe ich einen geschlossenen Kreis an sozusagen, der eben nahtlos zwischen Verletzungen und Risikoanalyse entsprechend läuft. Ja. Und das ist eben die Basis und das war auch das, was ich vorhin angekündigt habe, dieses Impact-Dashboard, wo wir dann eben visualisieren können, wie viele Risikolieferanten habe ich identifiziert, welche Maßnahmen habe ich eingeleitet, wie viele Verletzungen habe ich identifiziert und wie hat sich das über die Zeit entwickelt. Also wird es besser, wird es schlechter, haben gewisse Verletzungen eben dann tatsächlich zu einer Beendigung geführt oder gab es da für diesen zum Beispiel PFAS-Fall bei 3M dann in 3 Monaten wieder ein neues Thema, also offenbar nicht beendet. Also genau durch diese Systematik kann ich dann eben auch die Wirksamkeit entsprechend prüfen und verfolgen. Und dann eben die letzte Frage. Haben die Abhilfemaßnahmen zur Beendigung der Verletzung geführt? Und da eben dann auch wieder in der Beschreibung der Datenquelle der Hinweis, also welche der Incident Reviews, also welche festgestellten Fälle haben eben den Status Mitigation Finished erreicht. Und das sind dann eben genau jene, die man hier eben auch sagt, da wurden die Fälle entsprechend beendet. Das BAFA fragt dann so, also wurden alle Fälle beendet oder nur manche oder gar keine sozusagen. Ja? Dementsprechend haben wir hier alle, manche, keine dann als Unterscheidung. Aber das ist eben nun mal die Vorgabe vom Bericht.
Aber ja, das sind sozusagen die Schlüsselfragen und wie wir die jetzt auch aus dem System heraus entsprechend systematisch strukturiert beantworten können. Und damit bin ich nun am Ende auch des heutigen Webinars. Nochmal kurz der Ausblick sozusagen auf das Webinar nächste Woche, Action-Plattform, also eben auch aktuelles Thema, nämlich wie kann ich nun auch Maßnahmen aussteuern? Ja, ich möchte auditieren, ich möchte vielleicht meine Lieferanten schulen, aber wie? Wer hilft mir dabei? Und da ist eben die Pre-of-Action-Plattform unsere Antwort auf diese Anforderung. Aber nun zum Abschluss natürlich noch Frage- und Antwortrunde. Ich sehe, es sind auch noch sehr viele Teilnehmer im Webinar. Freut mich. Und ich werde jetzt mal durch die Fragen gehen. Haben Sie auch Beispiele für Fälle im eigenen Geschäftsbereich? Das hängt dann natürlich ganz klar von der Art und Umfang der Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens ab. Eigener Geschäftsbereich ist also, das ist also natürlich je nach Industrie, je nach Branche sehr unterschiedlich. Ja? Also es gibt ja Unternehmen, die haben Beteiligungen an Minen. Ja, dann ist der Minenbetrieb Teil des eigenen Geschäftsbereichs. Es gibt Unternehmen, die haben Beteiligungen an anderen Rohmaterialstätten in Südostasien, vielleicht einer Palmölplantage. Ja, also das heißt, da kann ich auch im eigenen Geschäftsbereich sozusagen durchaus Risiken haben, die sehr ähnlich sind wie der einer globalen Lieferkette. Wenn Sie sagen, der eigene Geschäftsbereich besteht eigentlich aus einem Werk in Baden-Württemberg, ja, dann haben Sie sozusagen natürlich eine kleinere sozusagen Möglichkeit, da grobe Verletzungen und Verstöße im eigenen Geschäftsbereich zu haben. Dann ist es vielleicht Thema Arbeitssicherheit. Ja, also sagen wir mal, Umweltverschmutzung kann es auch in Deutschland geben, ja, natürlich nicht in der Häufigkeit, aber also natürlich kann es auch hier sozusagen Fälle geben, wir kennen auch einige, wo es eben zu Unfällen, auch tödlichen Unfällen am Arbeitsplatz kommt. Und diesen Vorfall, den würde ich dann eben auch bearbeiten und würde dann sagen, ja, da gibt es jetzt eben zusätzliche Sicherheitsschulungen und Maßnahmen, um eben die Sicherheitsstandards weiter zu erhöhen. Ist im Preview-System auch vorgesehen, dass man weitere Maßnahmen ergreifen kann, wenn die zuerst ergriffenen sich als nicht wirksam erwiesen haben? Genau. Also das Incident Review wäre ja sozusagen dann nicht auf Finished, Mitigation Finished, sondern wäre zum Beispiel Mitigation in Progress. Also die Maßnahmen laufen, die Mitigation läuft, aber ich war noch nicht erfolgreich. Und so würde ich dann eben auch entsprechende weitere Maßnahmen setzen, die ich wiederum zu diesem Fall verknüpfe. Das heißt, ich starte eben vielleicht mit einem Statement Request, dann antwortet mir der Lieferant vielleicht in 2 Wochen nicht, dann nächste Maßnahme. Ja, also, und erlange ich neue Erkenntnisse, okay, ich muss auditieren, ich bin nicht zufrieden, ich muss einen Corrective Action Plan mit dem Lieferanten definieren. Und alles das würde ich entsprechend in das Incident Review verlinken. Das bleibt weiterhin in Progress. Und erst, wenn ich dann wirklich sage, okay, jetzt habe ich die Sicherheit, ich denke, das Thema ist erledigt, ich habe zum Beispiel einen Corrective Action Plan erhalten, an den sich der Lieferant auch bewiesenermaßen hält, dann kann ich sagen, okay, Mitigation finished. Ja, und dann ist das tatsächlich eben abgeschlossen. Gibt es eine Blacklist bei der BAFA, die angerufen werden kann? Das weiß ich nicht. Es gibt seitens BAFA einen Beschwerdekanal, der auch öffentlich seitens BAFA, vielleicht ist das, was Sie meinen. Also also diese NGOs zum Beispiel, die melden dann eben direkt über den BAFA-Beschwerdekanal entsprechende Fällen mit entsprechenden Beweismaterialien an das BAFA. Wie gelangen die Alerts mit Lieferantenangaben in das System? Naja, einerseits, indem Sie Ihre Lieferantenliste initial im System hochladen, wir dann entsprechend diese Lieferanten in den Medien beobachten, über Nennung primär des Lieferantennamens oder eines auch Kürzels, wie der Lieferant eben in den Medien entsprechend genannt wird. Das ist eben eine softwaregestützte, KI-basierte Verarbeitung. Und wenn wir da eben dann in der
Presse was finden, das kann in über 50 Sprachen sein, dann wird ein entsprechender Alert erstellt. Oder eben Sie gelangen an interne Informationen, die nicht öffentlich sind, dann würden Sie eben so einen Private Alert, wie zuvor gezeigt, anlegen und den dann weiterverarbeiten. Wie wird eine Human Rights Violation bewertet, die nicht direkt bei unserem Lieferanten stattfand, sondern bei der Muttergesellschaft des Lieferanten? Ja, genau eben in dieser Abstufung, also genau in dieser zum Beispiel Human Rights Violation, ja, ist auch ein eigener Punkt. Das ist so ein bisschen der Sammler, ja, für Dinge, die nicht eindeutig Child Labor oder sonstigen Themen zuzuordnen sind. Beim direkten Lieferantenstandort 4 Punkte, im restlichen Unternehmen 3 Punkte. Ja, also das ist eben dann genau diese Abstufung. Are the features available for all users? Yes. Ja, die Funktionen sind für alle Kunden verfügbar, die in dem konkreten Fall jetzt das LKSG-Paket nutzen. Ja. Aber ich sage mal, diese Systematik der Fallbearbeitung, das ist eigentlich für alle Kunden, die das Alerting nutzen, auch zur Verfügung. Ja. Längere Frage, ein Alert taucht auf, dass ein direkter oder indirekter Lieferant Kinderarbeit betreibt. Wie kann man den Alert als festgestellte Verletzung verifizieren? Eben genau durch das Incident Review. Also das ist eben genau das Incident Review, durch den Status ist es eben die festgestellte Verletzung. Und da eben unsere Logik zu sagen, eben zum Beispiel hier diese Health and Safety Issue, gut, das habe ich jetzt selbst angelegt, aber auch hier könnte ich ja dann zum Beispiel sagen, Skip Action, also ich mache nichts, weil, weiß ich nicht, sufficient actions already implemented. Ja, also da habe ich schon einen Maßnahmenplan und da brauche ich jetzt nichts Neues machen. Kann ich es entweder zu der alten Bearbeitung dazuhängen oder eben hier dann auch sagen, nein, ich überspringe sozusagen einfach in dem Fall die Fallbearbeitung. Aber würde ich die Fallbearbeitung dranhängen und sagen Mitigation in Progress oder Mitigation Planned, dann ist es ein festgestellter Vorfall, der auch berichtet wird. Frage 2. Oder dann geht es weiter, ja, kann man da überhaupt sicherstellen, dass auf die Anfrage dann reagiert wird? Also wenn ich jetzt sage, ich habe also vielleicht bleiben wir bei dem Fall 3M, ja, also natürlich 3M, großes internationales Unternehmen und sozusagen Sie sozusagen wollen jetzt also von 3M Stellungnahmen und wollen jetzt auditieren und das ist dann eben genau der Punkt Einfluss. Ja, also wenn 3M sie ignoriert, ja, und sie da nicht mal sozusagen irgendwo eine Antwort bekommen, wäre das also zumindest mal eine sehr starke Indikation, dass sie einfach keinen Einfluss haben und dass dementsprechend auch ihre sage ich mal, Anforderung oder sozusagen eine Abhilfemaßnahme jetzt hier durchzusetzen, auch reduziert ist. Also das ist dann eben genau die Systematik der Angemessenheitskriterien. Haben Sie keinen Einfluss, wird auch nicht erwartet, dass Sie hier Abhilfemaßnahmen einleiten. Beziehungsweise eben in angemessenem Verhältnis zum Einfluss. Ja. Was gibt es dann für Möglichkeiten? Branchenzusammenschluss. Auch da ist das Preview-System eine Basis, da wird auch noch viel entwickelt in Zukunft. Dann eben zu sagen, gut, ich plane ein Audit, ich plane ein Training und ich kombiniere sozusagen mich mit 3 meiner Industriebegleitern und wir gehen dann gemeinsam auf 3M zu. Dann ist eben sozusagen die Möglichkeit, auch da den Einfluss zu erhöhen. Wenn vom Lieferanten nichts unternommen wird, müssen wir als letzten Ausweg die Geschäftsbeziehung beenden. Jetzt sind wir vom Lieferanten stark abhängig. Wird da nicht unser Unternehmen produktionsunfähig? Genau. Ich habe auch mittlerweile viele Events gesehen und auch Gespräche mit dem BAFA. Es ist also nicht die Intention des BAFAs und des Lieferkettengesetzes, hier also diese Lieferantenbeziehungen zum Abbruch zu bringen. Es ist tatsächlich so vorgesehen, dass das die Ultima Ratio ist, wenn es eben diesen Fall gibt, wo Sie
einfach schwere Verletzungen haben. Ja? Also spielen wir den Fall durch Kinderarbeit. Ja? Sie stellen Kinderarbeit beim Lieferanten fest, sie haben Einfluss auf den Lieferanten, sie bestellen dort, sind vielleicht der größte Kunde des Lieferanten und sie können das aber nicht beenden, aus irgendeinem Grund. Und dann müssen sie irgendwann auch zum Schluss kommen, ich arbeite mit diesem Lieferanten einfach nicht mehr weiter. Ja? Und klar, dann wird es auch ein Verständnis geben, wenn das 2 Jahre dauert, hier auf einen anderen Lieferanten zu wechseln, aber Sie sehen die Abwägung. Ja? Also das ist eben auch wieder Stichwort Angemessenheit. Ja? Sind Einflussvermögen und Verursachungsbeiträge jetzt zu 50% maßgeblich? Nein, das ist eben, es ist auch ein Grund, warum wir sozusagen diese Bewertung hier nicht so exakt gemacht haben, ja, weil eben auch diese Bemessung, das ist ja keine Wissenschaft sozusagen. Ja, also im Einfluss für die Risikoanalyse, ja, da kann man mit Umsatzanteil rechnen, aber selbst das ist ja eine Indikation. Ja. Also deswegen, das ist nicht exakt 50-50, dass jetzt hier im Impact Einfluss- und Verursachungsbeitrag hinterlegt ist, sondern das ist dann tatsächlich ein Fall, wo wir initialisieren es mit dem Impact, der schon im Lieferanten hinterlegt ist. Aber dann würden Sie eben im Falle des Falles eben nochmal das sichten und nochmal eine Entscheidung treffen, ob es auch in diesem Fall so in Ordnung ist, diese Einstufung eben hier zum Beispiel auf High und Mid zu belassen. Oder ob Sie eben auch tatsächlich zum Schluss kommen, das war jetzt vom Prewave zwar als 4-Punkt-Fall geführt, aber also nach genauer Prüfung mehr als mittlere Schwere hat das nicht. Ja, und auch das ist möglich. Ja. Aber das ist einfach, in dem Fall, dann ist es ein Ermessen. Ja, und da gibt es eben, das ist einer der Punkte, da ist es eben auch tatsächlich das Ermessen dann vor Ihnen, wo begründet, auch gut begründet, dann eine Entscheidung getroffen wird. Und vielleicht auch dann, wenn die Entscheidung vielleicht daneben ist, man macht nichts, dann habe ich eben wieder hier den Fall Skip Mitigation, wo ich dann eben auch das dann wieder dokumentieren kann. Ja, also warum? Ja, also eben, weil das Risiko eigentlich zu gering war oder der Impact zu gering war, oder eben ADA mit einem sonstigen formulierten Grund. Ja. Sind nach Ihrer Darstellung im Falle einer festgestellten Verletzung nunmehr 2 Incident Reviews durch den Kunden durchzuführen? Also zum Red Flag Alert und zu einer tatsächlich festgestellten Verletzung? Nein, nein. Ein Incident Review. Und dieses eine Incident Review, das kann eben, wie zum Beispiel auch hier am Beispiel von diesem Fall 3M, mehrere Alerts umfassen. Also kommt jetzt morgen wieder ein Alert bei 3M über Umweltverschmutzung in den USA, weil jetzt, weiß ich nicht, die Klage, gab es wieder irgendein Update, dann nehme ich genau den Alert und merge ihn wieder hier sozusagen in das Incident Review dann dazu. Die Aufzeichnung werden wir natürlich im Nachgang teilen. Es gibt ein Mailing, das dann entweder heute oder spätestens am Montag an Sie rausgeht. Wie sieht bei einem Statement Request die Nachricht aus, die der Lieferant bekommt? Haben Sie da ein Beispiel? Habe ich, aber ich möchte jetzt nicht im Webinar in meinem E-Mail-Postfach stöbern. Es ist eine E-Mail, wo auch das Logo von Ihrem Unternehmen drinnen ist. Also wir versuchen es, und das wird auch immer mehr, dass als eine E-Mail ist, die mit Ihrem Branding sozusagen kommt. Also das wäre dann auch Ihr Name, Maria Muster von Unternehmen X, bittet Sie um eine Stellungnahme zum Vorfall Y. Ja, und also ist eine E-Mail, die auch dann mit ihrem Logo entsprechend versehen ist und eben auch vom Lieferanten. Das ist keine Prewave-E-Mail, sondern es ist eigentlich eine E-Mail, die von ihrem Unternehmen über Prewave verschickt wird. Finden sich in meinem Prewave nur Informationen zu meinen direkten Lieferanten oder Incidents oder Alerts aller Firmen weltweit? Muss man ein bisschen unterscheiden. Sie können natürlich suchen. Also Sie haben die Möglichkeit, auch Lieferanten zu suchen. Und wenn das ein Lieferant ist, den Sie vielleicht gerade entsprechend sichten, vielleicht eine Geschäftsbeziehung aufbauen wollen, dann können Sie sich da auch schon entsprechende Fälle ansehen. Was Sie natürlich bekommen standardmäßig, wäre eine Einstellung jener
Alerts, die dann eben ihre Lieferanten betrifft und typischerweise eben auch nochmal abgegrenzt. Vielleicht gibt es 2, 3 Mitarbeiter bei Ihnen, die das entsprechend sichten, zuständig für verschiedene Warengruppen. Dann wäre das auch so aufgeteilt, dass eben jeder nur seinen Bereich dann entsprechend sieht. Wenn Sie im Preview-System nicht proaktiv auf die Suche gehen und stöbern, dann wird Ihnen auch kein Alert in die Hände fallen von einem Lieferanten, der Sie nicht betrifft. Wenn Sie aber aktiv suchen wollen, dann ist es möglich. Kann aus der Software heraus bei Exportfunktion der BAFA-Bericht ausgefüllt werden? Ja, genau. Das ist das, was ich vorher gezeigt habe. Also dieser Bericht, den ich vorher gezeigt habe, der kommt aus dem System heraus. Könnten Sie bitte eine Einschätzung geben, welcher personelle Aufwand für die vorgestellten Aktivitäten erforderlich ist? Es lässt sich sicher kein allgemeingültiger Wert nennen, aber vielleicht Erfahrungswerte. Also wir haben und wir betreuen bei Prewave Kunden unterschiedlicher Größenordnungen. Das reicht von Großkonzernen mit 10 bis dreistelligen Milliarden an Umsatz bis hin zu KMUs, die eigentlich mit ihrer Mitarbeiteranzahl bei 400, 500 Mitarbeitern stehen und noch gar nicht direkt unter das Gesetz fallen. Und da ist es natürlich eben, muss man natürlich diese Antwort entsprechend auf die Größe ausrichten. Im Bereich der ganz großen Elefanten, sage ich jetzt mal, ist es typischerweise sind es 2 Personen, ja, ist es eine kleine Mannschaft, ja, die also nicht durchgängig die ganze Zeit mit dem Prüfsystem arbeitet, aber die mit dem Thema befasst ist und die sozusagen auch entsprechend Risikoanalysen durchführt, Alerts bearbeitet. Gerade bei den ganz Großen haben wir auch oft so, dass diese Alert-Bearbeitung nochmal ausgelagert ist in einen Geschäftsbereich, der dann vielleicht in Osteuropa liegt, weil man eben so gewisse wiederkehrende Tätigkeiten dann auch eben nicht im Headquarter macht. Also das sind dann, sagen wir, die Gegebenheiten beim ganz Großen. Wenn man in die Mittelklasse sozusagen geht, so obere Mittelklasse wäre so ein Unternehmen wie Kercher und dann eben vielleicht klassischer Mittelstand. Da ist es typischerweise eine Person. Ja? Und auch wieder keine Vollzeitperson, die also den ganzen Tag nur Prewave macht, sondern eine Person, die sozusagen Zuständigkeit hat. Oft, das ist auch so der Best Practice, den wir sehen, in einer Art Supplier Excellence oder Supply Chain Excellence, Procurement Excellence Abteilung, die also in der Einkaufsorganisation eine Art Stabsstelle darstellt, die sich eben mit dem Thema Risiko befasst. Und oft, und das ist eben auch das, was wir gerne sehen, eben nicht nur Lieferkettengesetz, sondern eigentlich Risikomanagement gesamthaft betrachtet. Also auch das Thema Versorgungssicherheit, Stabilität der Lieferkette, finanzielle Stabilität. Also den gesamten Prozess, den wir dann auch mit diesen Abteilung oder typischerweise eben in der Praxis, dann ist es eine Person entsprechend aussteuern. Ja, und wenn man dann zu den ganz kleinen Unternehmen geht, naja, das ist, also klar ist es auch dann eine Person, aber die hat eben einen noch geringeren Teil ihrer Zeit, die sie dann tatsächlich auch im System verbringt. Also das, klar, wenn man die Risikoanalyse durchführt, dann ist man mal ein bisschen befasst mit dem System, aber auch bei einem Unternehmen, das dann eben 200, 300 Lieferanten hat, da kommt im ganzen Jahr kommen vielleicht 1 oder 2 so 4-Punkt-Alerts. Naja, und dementsprechend ist dann auch der Betreuungsaufwand jetzt nicht so enorm. Genau, Thema Fragebogen, BAFA, es ist richtig. Also wir waren da auch ein bisschen, also ja, es gibt eben dieses BAFA-Portal, wo eben online diese Fragen zu beantworten sind. Was ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, ist der Bericht, der aus dem Prewave-System kommt, mit dem Sie dann diese Online-Maske beantworten können. Wir haben auch aktuelle Informationen, dass es also zeitnahe keine Schnittstellenmöglichkeit gibt, diese BAFA-System also automatisiert zu befüllen. Das heißt, Sie haben de facto ein etwas, sag ich mal, Copy-Paste vor sich. Ja? Aber zumindest strukturieren wir unseren Bericht eben genau nach den Fragen, die dann auch eben in der Online-Maske auszufüllen sind. Und ja, das ist dann eben ein halber Tag Aufwand, die entsprechend zu übertragen.
Genau, und wir haben jetzt auch nochmal zugewartet, weil also auf der BAFA-Webseite noch bis vor 2 Wochen genannt war, dass jetzt eine aktualisierte Form nochmal kommt im Mai. Und die ist dann nicht gekommen und der Satz ist dann auf der Website verschwunden. Und jetzt sozusagen bleiben wir dann doch bei unserem bestehenden Bericht, so wie ich ihn gerade gezeigt habe. Da dürfte jetzt zumindest zeitnah kein weiteres Update folgen, kann man so schließen. Woher bekommt man dieses eben gezeigte Dokument? Das ist eben genau der Bericht, der im Preview-System, im Reporting als BAFA-Bericht entsprechend abgerufen werden kann. Ja. Das heißt, das ist ein Preview-generierter Bericht. Und wenn Sie die Präsentation meinen, dann wird die natürlich auch im Nachgang übermittelt. Wie gehen Sie mit den grundsätzlich verschiedenen Anforderungen zwischen Mittelstand und Konzern um? Wir sind beispielsweise ein Mittelstand, aber ich sehe, dass Sie primär mit Konzernen zusammenarbeiten. Nein, wir werben natürlich primär mit den großen Namen und Logos. Daher erweckt das vielleicht den Eindruck, aber es ist tatsächlich so, dass wir das gesamte Spektrum auch an Kunden abdecken und durchaus auch mit vielen kleineren oder mittelständischen Unternehmen zusammenarbeiten und dementsprechend auch da Erfahrungen haben und ausgerichtet sind. Kann ich mit Ihrem System auch die Lieferantenkommunikation über das LKSG hinaus abbilden oder wie integrieren Sie mit bestehenden Systemen? Klar, also die Lieferantenkommunikation kann entsprechend abgebildet werden. Ein Beispiel dafür ist diese Stellungnahme, aber auch sozusagen Selbstauskünfte können abgefragt werden, Zertifikate können also beim Lieferanten entsprechend im Profil hinterlegt werden. Also all das ist sozusagen, schauen wir mal, wo wir da ein Beispiel noch finden. Genau, also Zertifikate können hinterlegt werden, Selbstauskünfte können hinterlegt werden. Also verschiedenste Themen von ISO 9000 bis ISO 27001, die eben auch nicht konkret im Lieferkettengesetz sind, all das kann abgebildet werden. Wenn ein Fall durch offizielle Behörden verfolgt wurde, kann ich den dann als für mein Unternehmen als erledigt ansehen. Da traue ich mich jetzt keine allgemeine Antwort zu geben. Das kann in vielen Fällen tatsächlich so sein. Aber für Sie gilt trotzdem noch die Bemessung, ob tatsächlich sozusagen die Beendigung sozusagen herbeigeführt ist und wie nun das Risiko bei diesem Lieferanten entsprechend besteht. Also nur weil es jetzt zum Beispiel ein Gerichtsverfahren gegeben hat, wo dieser Lieferant dann schuldig gesprochen wurde und er leistet eine gewisse Strafzahlung, heißt das natürlich noch nicht zwingendermaßen, dass es auch tatsächlich dann wirksam beendigt ist. Ja? Man könnte es hoffen. Aber natürlich in vielen Fällen ist das dann schon eine starke Indikation. Ja. Ist für das BAFA ausreichend, wenn man den Lieferanten kontaktiert, aber noch keine Rückmeldung erhalten hat? Stichwort Einflussvermögen. Auch da, glaube ich, kann man keine allgemeingültige Antwort geben. Ich denke, dass das Sorgfaltspflicht im Gesetz ist eben auch in vielen Fällen eine Bemühenspflicht. Gerade im Bereich der Lieferanten ist es eben keine Beendigungspflicht, sondern eine Sorgfaltspflicht, eine Bemühenspflicht. Das heißt, zu dokumentieren, ich bin dem nachgegangen, ich habe versucht, etwas zu erwirken, bin aber aufgrund meines Einflusses nicht weitergekommen, ist sicherlich gut und ist sicherlich dann auch in vielen Fällen ausreichend. Ist eben auch wieder ins Verhältnis zu setzen mit der Schwere, die festgestellt wird. Ja, weil wenn das ganz, ganz schwere Menschenrechtsverstöße sind, ja, dann reicht halt das vielleicht nicht. Ja? Also dann reicht es halt nicht zu sagen, ja gut, ich habe halt gefragt und er hat mir nicht geantwortet und ich habe halt keinen Einfluss und dann lassen wir das halt so weiterlaufen. Also Sie sehen, es geht auch in der Praxis da viel um
um Menschenverstand. Ja? Also es geht auch da in der Praxis viel um einfach ein normales Abwägen von eben Angemessenheitskriterien. Ja. Kann man den vorausgefüllten BAFA-Bericht im System abrufen? Genau, den kann man im System abrufen, richtig. Und jetzt habe ich noch eine Frage gesehen, die wollte ich noch beantworten. Gibt es die Möglichkeit, einen Abhilfemaßnahmenplan zu erstellen, der aus mehreren Maßnahmen mit einzelnen Terminen besteht? Äh, Gibt es heute noch nicht, aber das ist tatsächlich auch etwas, das wir planen. Ähm, Sozusagen so ein kleines Maßnahmenbündel oder eine kleine Checkliste als Corrective Action Plan zu generieren und den Lieferanten zu übermitteln. Das geht heute nur sozusagen ein bisschen als Workaround, indem sie eben eine Maßnahme anlegen, zum Beispiel vom Typ Corrective Action, also das können wir machen, aber dieses automatisierte Erstellen einer Art Checkliste, das macht Sinn und das würden wir auch im System noch ergänzen. Heute müsste man vielleicht ein PDF-Dokument haben, wo man sagt, man schreibt das nieder und dokumentiert dann eben, dass der Lieferant das bekommen hat und übernommen hat. Ja. Gut, nachdem wir auch jetzt schon wieder gut über der Zeit sind, trotzdem noch viele Teilnehmer im Webinar, was ich ganz toll finde, möchte ich mich auch für Ihre Teilnahme und für Ihre vielen Fragen heute bedanken. Wie gesagt, Sie erhalten die Unterlagen wieder im Nachgang per E-Mail, beziehungsweise auch die Aufzeichnung des Webinars im Nachgang zur Verfügung gestellt. Und eben nochmal der Hinweis, würde mich freuen, Sie auch nächste Woche im Webinar zur Action-Plattform begrüßen zu dürfen. Die es schon am Preview Day gesehen haben, brauchen sich also nicht einwählen, da wird es nicht viel Neues geben. Aber die es noch nicht gesehen haben, für die könnte es sicherlich ganz interessant werden. Und damit sage ich auch, wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und dann auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.